Dang, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich jemals so ein Video auf meinem Channel hochladen werde, denn auf meinem Channel sollen die Leute weinen, lachen, mitfiebern und kotzen, wenn die mein Video sehen. Aber ich muss dieses Video einfach mal machen, Leute. Einige von euch haben bestimmt mitbekommen, dass ich auf einem mega coolen 2-wöchigen Dreh war in der Ukraine. Und es war halt voll das Loch. Es war die krasseste Dreherfahrung, die ich je gemacht habe. Ich habe ein paar Sachen gepostet, aber ich habe mich gar nicht informiert, was so in der Außenwelt abging. Es waren dauerhaft Minusgrade dort, es war super bewölkt und als ich nach Hause kam, war es so: Mom, Dad, Freunde, Artikel 13? Ich war so des Todes motiviert, neue Videos zu machen. Dann check ich meine Social Media, boom, Artikel 13 hier, Artikel 13 dort, Demos. Ja, Leute, die Sache artet schon richtig gut aus, ja? Es ist schon demotivierend. Und wie stehen Sie zu Artikel 13? Du willst meine Meinung wissen? Ich zeig dir meine Meinung. War natürlich nur Spaß. Es ist zum Beispiel wie, als würden ein paar Leute, die noch nie im Weltall waren, für Astronauten entscheiden, dass die keinen Anzug da draußen tragen brauchen. Weil die natürlich nicht sterben werden. Ihr braucht das ja nicht, wir brauchen ja auch keine. Ich habe mir die aktuelle Fassung von Artikel 13, die von Julia Reda hochgeladen wurde, mal durchgelesen. Und ich werde euch safe nicht erklären, worum es da geht. Es gibt 1000 andere Videos zu Artikel 13. Ich habe ein paar gute in der Videobeschreibung verlinkt von Malternativ, von der Kanzlei WBS. In einem 50-minütigen Video wird da nochmal erklärt, was genau da drin steht. Checkt das auf jeden Fall ab, das ist gut investierte Zeit, wenn es an euch vorbeiging. Ich meine, an wen geht das schon vorbei? Selbst meine Katze kennt die Artikel 13-Debatte. Es sei denn, ihr lebt so ein paar Wochen am Ende der Welt wie ich. Aber bei mir geht es um was komplett anderes. Und zwar geht es mir um den Umgang mit der Debatte. Ich habe mir hunderte Sachen angesehen, wo ich sehen kann, wie Befürworter und Gegner zu Artikel 13 damit umgehen. Leute, das ist einfach nur Stur gegen Stur, Front gegen Front, ohne dass irgendeine Seite Nachsicht hat. Das geht ja mal gar nicht, ja. Ich sehe es unter Tweets, bei Kommentaren und manchmal auch bei Interviews, wie respektlos man da auch mal teilweise miteinander umgeht. Also da wird es schon teilweise ein bisschen persönlich, Leute, und das ist nicht gerade cool. Wie gesagt, einige konfrontieren unsere Parlamentarier ja ziemlich rough mit dem Thema. Ich kann es ja voll verstehen. Ich bin auch ultra sauer, was das angeht und wie manche Abgeordnete dazu reagieren und was für Scheiß die manchmal schreiben. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Ich blende jetzt hier safe nichts ein. Aber Leute, es hat auch einen anderen Grund dafür, warum manche Politiker einfach ihre Fensterklappen zuhalten und weiterhin Richtung Artikel 13 ihr Ding durchziehen. Du sagst es. Ja, genau. Habt ihr es kapiert? Genau das wollte ich sagen. Genau das, was sie auch gesagt hat. Ne? Du weißt, worum es geht. Ne? Es kann auch einen anderen bestimmten Grund dafür geben, warum manche Politiker auch denken, dass die Gegner zu Artikel 13 richtige Vollidioten sind. Die Mitglieder des Parlaments bekommen da plötzlich auf einmal voll den Shitstorm und da würde ich auch denken so: Du Motherfucker. Ach, was will ich schon sagen, Leute? Ich find's cool, dass die Leute sich für die Freiheit im Internet einsetzen, aber ich rede auch nicht von der Mehrheit, Leute. Es sind echt wenige, die das machen, aber gerade solche Sachen bleiben voll im Kopf. Ich meine, wir kennen das ja aus der Kindheit so. Du bist scheiße. Nein, du bist scheiße. Dein Gesicht ist scheiße. Ich habe echt gehofft, dass die Politiker ein bisschen erwachsener mit der Sache umgehen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man im Alter einfach infantiler wird. Ich habe gehört, je älter man ist, desto mehr verhält man sich wie ein Kind. Vielleicht haben wir einfach viel zu viele alte Knacker. Es ist nicht wichtig, einfach nur zu sagen so: Ey, Alter, ich finde Artikel 13 scheiße, Alter. Du bist scheiße, Alter. Sondern es ist wichtig, den Leuten zu erklären, warum. Aber noch wichtiger finde ich, ist es klar zu machen, dass wir alle zukünftige Wähler sind. Im Mai findet die Europawahl statt und es ist 5 Jahre her seit der letzten Wahl. Ich denke, da kann sich so einiges ändern. Deswegen ist es wichtig, dass wir wählen gehen und vor allem, dass wir den Parlamentariern auch klar machen, Artikel 13 ist Teil ihrer Wahlkampagne. Artikel 13 beeinflusst auch, wen wir wählen und wen nicht. Und wenn denen bewusst wird, dass die Wiederwahl ins Europaparlament auf dem Spiel steht, dann wird sich wahrscheinlich eher was ändern. Das Wichtige ist natürlich, dass es keine leeren Versprechen sind, sondern dass wir auch wirklich einhalten, was wir sagen. Auch wenn bis zur Wahl das finale Voting zu Artikel 13 schon feststeht, ist es aber trotzdem wichtig, dass wir auf jeden Fall wählen gehen, einfach nur um zu gucken, wer in Zukunft unsere Meinung vertritt. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, dass es am 23. März eine europaweite Demo gibt. Ich habe einen Link unten in der Videobeschreibung hinzugefügt, wo alle Demos quasi zusammengefasst werden. Da könnt ihr nachschauen, wann in welcher Stadt eine Demo stattfindet. Auch vor dem 23. März finden einige Demos statt. Checkt's einfach mal ab. Und ich würde mich freuen, wenn viele auf die Straße gehen, um einfach zu zeigen, wie viele Bots wir eigentlich sind. So, und jetzt, wo ich das losgeworden bin, geht's wieder an coole Videos. Wir sehen uns spätestens Samstag wieder. Bis dann!